Das ist, finde ich, voll der gute Anfang für ein Interview. Zeig mal deinen Klatscher. Boah, zeig mal rein. Oh! Mann, ist heute überhaupt nicht geil. Ich sag's dir mal. Hello, 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 hey, hello, hi, hey, hey, hallo. Soy Yolanda. ¿Y tú? Also, ich bin heute hier mit Simon Förster und Arno Krokenberger. Richtig? Genau. Und wir haben gerade eine wunderschöne Live-Session hinter uns. Ja, sind auch etwas ausgepowert, weil es uns ganz viel kreative Energie geraubt hat. Ich habe schon einen blutigen Finger. Oh, sag mal. Oder ja, Blase. blasig. Das Blut kommt später wahrscheinlich. Aber ich habe alles gegeben. Ja. Kannst du nichts sagen. Das ist gut. Ja, hat man gemerkt. Also ich glaube, wir haben alle alles gegeben, oder? Es war so, wir haben zwar auch ein paar Risikotakes gemacht, die waren schön. Genau, also sollen wir mal so mit Vorstellungsrunde starten? Also mich interessiert natürlich, wer ihr seid, was ihr macht, was ihr spielt, wie ihr zur Musik gekommen seid und was euch so bewegt im Leben. Das ist aber viel auf einmal. Ja. Okay, ich fange mal an. Ich bin Arno, ich spiele Orgel, aber erst seit ich 18 bin, so richtig. Davor habe ich Jazzpiano gespielt und liebe es total zu improvisieren. Und die Orgel ist eigentlich das einzige Instrument, also das einzige klassische Instrument, wo heute noch echt improvisiert wird und es unterrichtet wird, auch in klassischen Stilen. Und weil ich so viel Jazz schon vorher gemacht hatte, hat mich das dann interessiert. Ja. Und jetzt mache ich eigentlich mit meiner Orgel, die ich jetzt seit 2 Jahren habe, mache ich eigentlich alles von Sounds bis Pop. Ja, spiele also Cool. immer woanders. Und gibt es was dir am meisten Spaß macht oder findest du alle Richtungen gut? Also mich interessiert eigentlich dann auch sozusagen der Übergang vom Standard in das, wo man hinhören muss oder wo die Hörgewohnheit aufhört und man denkt, okay, kenne ich das schon oder passt das vielleicht doch in keine Schublade rein? Und an dem Übergang will ich eigentlich auch gern mit Instrumenten sein, die eigentlich gar nicht dafür gemacht sind, so wie die Orgel, die ist eigentlich für nichts zu gebrauchen, außer für klassische Musik. Und genau das will ich eben nicht mit ihr machen und das sozusagen, ja. Ja, ist cool. Das gucke ich immer, wie das so geht. Schön. Simon? Oh. Ja, ich spiele Harfe. Ich habe schon ziemlich früh angefangen eigentlich und habe dann so eine klassische Ausbildung erstmal gemacht an verschiedenen Musikhochschulen und habe mich aber immer so ein bisschen, also es hat mich immer noch woanders hingezogen auch und bin dann so ein bisschen auch über die neue Musik quasi aus diesem Engen rausgekommen, was für mich schon so ein bisschen die klassische Ausbildung quasi ausmacht und bin immer mehr ins Improvisieren gekommen, obwohl ich eigentlich, ich habe schon immer gern für mich so improvisiert zu Hause, einfach an die Harfe gesessen und losgespielt. Und genau, jetzt mache ich auch verschiedene Sachen, improvisiere gerne und spiele aber auch noch in Orchestern und mache quasi beides so ein bisschen. Cool. Mich interessiert voll oft noch, habt ihr Familien, die musikalisch sind oder also wurdet ihr mehr so hingedrängt zu, jetzt lern doch mal Klavier oder geh doch mal dahin oder war das so ein eigener Impuls? Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass meine Eltern hinterher waren, dass wir an der Jugendmusikschule anfangen, Instrumente zu spielen. Also von uns Kindern, wir sind 4 Kinder und da hat jeder und jede hat ein Instrument gelernt. Und ich habe auch 2 Brüder, die sind jetzt auch professionelle Musiker. Also die sind dabei geblieben. Und klar, ich glaube fast, dass es obwohl, vielleicht wenn man dann später anfängt, aber so früh sind natürlich die Eltern hinterher, dass man irgendwie zur Musikschule geht und vielleicht auch ein bisschen Zeit reinsteckt. Und bist du froh darüber, dass sie dich das da so gepusht haben ein bisschen? Ja, ich meine allein so die Möglichkeit zu haben, ein Instrument zu haben, also die haben damals natürlich auch die Eltern finanziert und den Unterricht
das ist schon ein Privileg, denke ich mal. Ja. Bei dir, wie war das? Also meine Eltern haben beide Musik zu ihrem Beruf gemacht. Das heißt, ich kam überhaupt nicht drum rum. Gab keine Chance. Gab auch gleich schon ein Klavier im Wohnzimmer und so. Und ich habe auch, also mein Vater ist auch Pianist, ich habe erst bei ihm gelernt. Auch klassischen Klavierunterricht Du hattest erstmal. Unterricht bei ihm? Ja. Ui. Das hat dann auch irgendwann nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich auf Jazzklavier umgeswitcht. Um dich abzugrenzen Anderer wahrscheinlich. Stil, anderer Lehrer. Und dabei bin ich auch erstmal total lang geblieben und das war voll mein Ding. Und ich habe natürlich auch total den Traum gehabt, dann selbst Musiker zu werden und alles, ganz viel dann gespielt und gemacht. Genau. Bin aber am Ende doch nicht beim Jazz geblieben, sondern suche jetzt sozusagen den Ausgleich zwischen den musikalischen Sprachen. Also das war es dann nicht für immer mit dem Jazz, sondern eigentlich eher so der Gedanke, man kann eigentlich mit allen Leuten und allen Instrumenten mal zusammen spielen. Das hat mich jetzt eigentlich mehr beschäftigt, als mich auf diesen Stil so zu fixieren. Aber klar, meine Eltern waren da auch immer total unterstützend, fordernd, fördernd. Ja, und haben mir da viel. Und sind die immer noch Musiker? Ja, beide. Ja, auch noch aktiv. Was spielen die? Also meine Mutter ist Kirchenmusikerin, deswegen kommt auch der Turn zur Orgel auch daher. Mein Vater ist Pianist. Ja. Krass. Klavierlehrer. Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, meine Mutter, die macht Musiktherapie. Also die ist schon, auch ein bisschen. Und mein Papa, der ist so Hobbymusiker. Was spielt der? Geige. Oder Bratsche jetzt mittlerweile. Dann nimmt so schnell dann so ist alt geworden. Cool. Ach krass, ja. Ja. Was denn noch? Was interessiert mich denn noch? Also ihr macht ja beide auch relativ viel experimentelle Sachen, stimmt das? Also ja, ihr sucht ja so im Grenzbereich irgendwie. Könnt ihr da, das ist ja immer was, glaube ich, was viele interessant finden, wenn man es nicht selbst macht. Irgendwie, wie geht man denn da vor? Oder gibt es da manchmal ein Thema, was einen interessiert, und dann sagt man, hey, jetzt will ich da das rausfinden? Oder gibt es da Regeln oder ist es irgendwie drauf los? Also, ja. Also bei mir ist es, glaube ich, was auch Arno schon so ein bisschen gesagt hat mit seinem Instrument, dass ich mich manchmal so an meinem Instrument abarbeite, weil es halt auch so ein, die Harfe ist irgendwie, hat auch so ein starkes Klischee und genau daran ist immer wieder so ein damit finde ich es irgendwie interessant, damit zu spielen und ich glaube, da kommt so ein bisschen in den Impuls, auch andere Sachen damit zu machen, mit der Harfe zu zeigen, dass es halt nicht dass es jetzt nicht nur so diese Engelsklänge und so gibt auf der Harfe. Stimmt, du spielst ja auch manchmal mit dem Bogen und so, ne? Ja, und was für mich auch schön ist tatsächlich, wir hatten auch ein Klavier und ich erinnere mich so an die ersten Male, dass ich an das Klavier gesessen bin und einfach nur so einen Ton gespielt habe und irgendwie war das so ein ganz krasses Erlebnis für mich, so diesen einfachen Ton zu hören und was alles in so einem Ton transportiert wird und wie vielschichtig eigentlich ein Ton schon ist. Und ich versuche auch immer wieder so ein bisschen zurückzukommen zu dem ganz reduzierten und so diesen Fokus auf einfach eine Qualität von einem Klang. So. Genau. Ja. Ich hatte als Kind so ein Frank Sinatra Big Band Stück, das ich auf CD gerne gehört habe, also so mit 6, 7. Und ich habe einfach nicht gecheckt, welche Klänge da drin vorkommen. Und ich wollte das irgendwie festhalten. Da gab es so eine Stelle, die hat mich total geschickt und die wollte ich dann gerne immer wieder hören. Und eigentlich kommt, glaube ich, daher auch für mich so der Wunsch, Musik mal so festhalten zu können oder dass dieses Flüchtige aufhört. Und deswegen ist die Orgel eigentlich total geeignet dafür, weil ein Akkord oder ein Klang einfach mal liegen bleibt. Und so, also für mich passiert sehr viel über Zeit. Also, dass eben die Zeit immer langsamer vergehen kann oder die Musik immer langsamer wird. Und dann, was dann mit dem Hören passiert, das interessiert mich eigentlich gerade so am meisten. Und klar, kann man in der Orgel auch sozusagen
das Instrument auch im Instrument finden. Da gibt es Spieltechniken, mit dem Wind zu spielen, anstatt mit den Tasten. Da gibt es so viel Neues, das hat für mich auch sehr viel losgetreten, um dieses Instrument auch noch cooler zu finden, als nur auf den Tasten da unterwegs zu sein. Ja. Ja, was ist denn deine Erfahrung, mit so vielen Leuten zusammenzuspielen? Ja. Also hast du das Gefühl, dass du dich immer verändert hast in den Konstellationen? Oder dass die anderen sich zu dir gekommen sind, auch mit den Songs? Das ist eine gute Frage. Also, ob ich mich verändert habe. Ich glaube, das ist gerade voll das Thema. Also ich frage mich halt inwieweit, ich habe dann glaube ich schon eine Vorstellung und also zumindest so von der Stimme her und die will ich dann auch eigentlich genauso machen und da spüre ich ziemlich schnell, okay, wo kann ich das genauso machen und wo irgendwie geht es nicht, weil es einfach irgendwie mit der Besetzung oder mit auch dem Menschlichen nicht geht und da da frage ich mich tatsächlich, ob das so ist, muss man da von sich auch dann noch mehr loslassen und sagen, okay, ich lasse mich dann doch nochmal auf das andere ein, weil ich meine, wer sagt, also klar, ich bin auf der Suche nach Musikern auch oder zu gucken, und MusikerInnen, wie passt es zusammen, aber ich gehe irgendwie schon auch immer von mir aus, dass ich so denke, okay, ich stelle es mir so vor und passen die dazu oder nicht oder funktioniert es oder nicht? Und inwiefern man aber auch gucken sollte, okay, ich lasse mich jetzt mal noch krasser irgendwie auch auf die anderen ein. So. Und also, okay, es beantwortet nicht so richtig die Frage. Aber ich fand, ich fand das eigentlich eine total schöne Erfahrung mit dir, weil ich eben das Gefühl hatte, dass du bist zwar mit deinem Song gekommen, aber dass du irgendwie viel losgelassen hast und auch uns irgendwie so gestalten lassen hast. Oder wir haben ja auch so ein bisschen improvisierte Teile und es war nicht so, das muss so und so sein. Deswegen, für mich war das eine schöne Erfahrung, so eine Offenheit auch mit dem eigenen Material umzugehen. Mhm. Und zwar ja noch nicht alles entschieden auch. Also das Thema war klar und irgendwie musikalische Ideen, aber wie das Stück am Ende so funktioniert, dass alle reinpassen oder alle was beitragen können, das haben wir dann zusammen auch noch weiter entschieden. Also insofern ist das ja eigentlich eine sehr offene Herangehensweise, die erst miteinander dann fertig wird. So, ja. Genau, aber hier hat es auch, finde ich, funktioniert. Also ich finde so von der Energie her hat so dieses erstmal ganz leise und dann wird es halt immer krasser oder so. Das ist halt auch so, wie ich mir sozusagen das Stück vorgestellt habe. Wenn es jetzt so in eine ganz andere Richtung gegangen wäre, da frage ich mich halt manchmal, ich glaube, inwiefern man sowas müsste ich dann eigentlich auch zulassen. Und da weiß ich nicht, ob ich dann doch so zu sehr so in meinem Ding bin. Aber dann wäre es ja auch nicht mehr dein Stück, vielleicht, wenn das so schon dahin soll. Ja. Oder deine Musik. Genau. Ja, aber mich hat es insofern verändert, dass ich, glaube ich, mich auch viel mehr darauf einlasse, mal so zu warten, was passiert zum Beispiel. Ne? Das habe ich früher dann irgendwie, dachte ich, okay, jedes Detail muss stimmen, es muss an der richtigen Stelle das und das passieren. Und jetzt ist es einfach so, hey, warte doch mal, guck, was passiert. Und voll oft eben, wenn dann die Energie stimmt, dann passiert auch genau das, was es braucht irgendwie. Da bin ich schon so ruhiger geworden und sonst, was habt ihr für Träume? Musikalisch meinst du? Egal. Also ein großes Ziel oder so ein Traum von mir ist schon noch mehr auch so eigene Musik zu machen. Und das quasi mehr, ich bin manchmal so ein bisschen, ich glaube, das kommt auch dadurch, dass ich viel improvisiere. Manchmal ist Improvisation für mich auch fast so ein Fluchtweg, quasi nicht was festzumachen oder auch nicht entscheiden zu müssen, sondern quasi man macht es einfach im Moment und dann ist es vorbei und es muss auch nicht reproduziert werden oder es muss auch nicht entschieden werden quasi.
Also ich träume irgendwie also ich habe das Gefühl, dass es für bestimmte Musikstile total etablierte Orte oder Rituale gibt, so wie Kopfhörer an, das Playlist an und ich gehe joggen oder am Auto oder whatever. Also es gibt so ritualisierte Hörmomente im Alltag. Und ich suche irgendwie noch nach dem geeigneten Modus für so völlig ungeeignete Musik, sag ich mal. Also dass das irgendwie... Ja, das würde mich einfach interessieren. Für mich ist das echt eine Frage, weil ich mache gern die Musik. Für mich ist die Situation klar, ich sitze an einem Instrument. Aber was sollen denn bitte die lieben Leute machen, wenn es einfach dafür... Also Konzertsaal ist vielleicht zu statisch und auch zu frontal, aber hinlegen kann man sich nicht überall und irgendwie diese Suche weiterzumachen und da nach irgendwas vielleicht auch irgendwas zu finden irgendwann, was... wo man sagen kann, hey, übrigens, ich würde das Konzert gerne auf die Art machen. Und alle wissen Bescheid und kümmern sich dann drum. So, und dann klappt es. Also da träume ich so ein bisschen davon, dass das normaler wird. Oder also du meinst, dass man das besser thematisieren kann. So eine Art neue Konzerttradition dann schon fast. Wenn du meinst, dann weiß schon jeder, also wenn du... Vielleicht. Irgendwie... Was ist denn, wenn du einfach mal mit der Orgel irgendwo draußen hingehst, dich auf irgendeinen Platz und dann spielst du einfach mal? Ja, voll. Würde auch gehen. Schon eine Idee. Ich hab so einen großen Akku, der das packen kann, so für ein paar Stunden. Einfach mal und dann einfach mal gucken. Also vielleicht entwickelt sich ja irgendwas. Ja, so eine Orgel, so ein fettes Ding auf der Straße. Und dann, deine Sounds. Ja, ich weiß, so eine Freundin von mir, die wohnt ja in Spanien und da gibt es dann manchmal, die haben ja alle eher so für den Sommer, gehen die dann nochmal so in ihre Ferienresidenzen so ein bisschen und da gibt es dann so ein Outdoor-Kino und da wird aber einfach wirklich nur so eine Leinwand aufgebaut und es ist sonst nichts und jeder kommt halt mit seinem Klappstuhl und setzt sich da hin und das wäre irgendwie auch witzig, wenn du das dann, wenn es so klar wäre, hey, der ist immer donnerstags da, dann kommen so die Leute. Ja. Boah, das wäre cool. Und das muss im Wald sein. Ja, das denke ich mir auch manchmal so richtig. Vielleicht muss es einfach im Wald sein. Ja, gar nichts. Das ist eine, und gar nicht mal so besonders, sondern einfach in irgendeinem Wald in den Bäumen, so halb verkeilt. Da hätte ich auch mal Bock, so da einfach zu spielen. Das ist cool. Die Leute müssen halt irgendwie damit klarkommen, dass es nichts gibt, was einlädt. Oder was schon da ist. Ja. Es gibt halt den Sound. Den Sound. Und den Wald. Oh ja. Ja, cool. Ich finde auch, das ist eigentlich ein ganz gutes Ende. Können wir so vom Wald der Musik träumen. Schön, ja. Ja, war schön. Ja, vielen Dank. Ich auch. Danke für die Einladung. War echt toll mit euch. Simon Förster, Arno Krokenberger. Und ich blende dann die Webseiten unten ein. Wollt ihr noch irgendwas an die Welt rausschicken? Müsst ihr auch nicht. Also, ich will jetzt auch nichts mehr rausschicken. Alright. Die Musik. Ja, genau. Hört euch dann auch die Musik an. Wir haben einen super Song aufgenommen. Cool. Vielen Dank. Danke. Juhu. Yeah.